Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Eines Sommertages gingen ein Bär und ein Wolf im Wald spazieren, als der Bär einen Vogel wunderschön singen hörte. Er sagte: »Bruder Wolf, welcher Vogel singt so schön?« Der Wolf antwortete: »Das ist der König der Vögel, und wir müssen Respekt zeigen.« Der Vogel war tatsächlich ein Weidenlaubsänger. Der Bär sagte: »In diesem Fall möchte ich seinen königlichen Palast sehen.« »Bring mich dorthin«, der Wolf entgegnete, »es ist nicht so einfach. Wir müssen warten, bis die Königin ankommt.« Bald kam die Königin mit Futter im Schnabel, und auch der König erschien. Sie begannen, ihre Jungen zu füttern. Der Bär wollte sofort los, aber der Wolf hielt ihn am Ärmel auf und sagte: »Nein, wir müssen warten, bis der König und die Königin gegangen sind.« Sie beobachteten das Nest aufmerksam und gingen dann weg. Doch der Bär konnte es nicht erwarten, den Palast zu sehen. Nach einer Weile ging er zurück. Der König und die Königin waren gerade hinausgeflogen, also spähte er hinein und sah 5 oder 6 junge Vögel dort liegen. »Ist das der königliche Palast?« rief der Bär aus. »Es sieht schrecklich aus. Ihr seid nicht die Kinder des Königs. Ihr seid einfach beschämend.« Die jungen Weidenlaubsänger waren sehr wütend, als sie das hörten, und riefen: »Nein, das sind wir nicht. Unsere Eltern sind gute Vögel. Bär, du wirst dafür bezahlen.« Der Bär und der Wolf wurden nervös und rannten zurück zu ihren Häusern. Aber die jungen Weidenlaubsänger schrien weiter, und als ihre Eltern mit Futter zurückkamen, sagten sie: »Wir werden keinen einzigen Bissen essen, bis ihr entscheidet, ob wir respektabel sind oder nicht. Der Bär hat uns beleidigt.« Der König sagte: »Keine Sorge, er wird bestraft werden«, und flog mit der Königin zur Höhle des Bären. Er rief: »Alter Brummbär, warum hast du meine Kinder beleidigt? Du wirst dafür bezahlen. Wir werden einen Krieg anfangen.« So erklärten sie dem Bären den Krieg und riefen alle vierbeinigen Tiere zum Kampf auf: Ochsen, Esel, Kühe, Rehe und jedes andere Tier. Die Weidenlaubsänger riefen alle fliegenden Geschöpfe zusammen, einschließlich großer und kleiner Vögel, Mücken, Hornissen, Bienen und Fliegen. Als es Zeit für die Schlacht war, schickte der Weidenlaubsänger Spione aus, um herauszufinden, wer den Feind anführte. Die Mücke, die sehr clever war, flog in den Wald, wo sich die Feinde versammelt hatten, und versteckte sich unter einem Blatt eines Baumes, wo sie den Anführer bekannt geben wollten. Dort rief der Bär den Fuchs und sagte: »Fuchs, du bist das klügste Tier, also wirst du unser General sein.« Der Fuchs stimmte zu, fragte aber: »Welches Zeichen werden wir verwenden?« Niemand wusste es, also schlug der Fuchs vor: »Ich habe einen langen, buschigen Schwanz, der aussieht wie eine Federboa. Wenn ich meinen Schwanz hochhebe, bedeutet das, dass wir gewinnen und ihr sollt angreifen. Wenn ich ihn hängen lasse, rennt so schnell ihr könnt.« Die Mücke hörte das und flog zurück zum Weidenlaubsänger, um ihnen alles zu erzählen. Als der Tag anbrach und die Schlacht begann, stürmten alle vierbeinigen Tiere vorwärts und machten so viel Lärm, dass der Boden bebte. Der Weidenlaubsänger und seine Armee erfüllten die Luft mit Summen und Flattern, was alle in Angst versetzte. Beide Seiten bewegten sich aufeinander zu. Doch der Weidenlaubsänger schickte eine Hornisse mit dem Befehl, sich unter dem Schwanz des Fuchses zu verstecken und ihn kräftig zu stechen. Als der Fuchs den ersten Stich spürte, sprang er auf und hob schmerzerfüllt ein Bein, hielt aber trotzdem seinen Schwanz oben. Nach dem zweiten Stich musste er ihn für einen Moment senken. Beim dritten Stich konnte er es nicht mehr ertragen. Er schrie und steckte seinen Schwanz zwischen die Beine. Als die anderen Tiere das sahen,
dachten sie, sie hätten verloren und begannen zu ihren Häusern zu fliehen, während die Vögel ihren Sieg feierten. Der König und die Königin flogen zu ihren Kindern zurück und sagten: »Kinder, seid glücklich! Esst und trinkt so viel ihr wollt, wir haben die Schlacht gewonnen.« Doch die jungen Weidenlaubsänger erwiderten: »Wir werden nicht essen, bis der Bär zu unserem Nest kommt und um Verzeihung bittet, indem er sagt, dass wir ehrenwerte Kinder sind.« Der Weidenlaubsänger flog also zur Höhle des Bären und rief: »Brummbär, du musst zu dem Nest meiner Kinder kommen und dich entschuldigen, oder wir brechen dir jeden Knochen in deinem Körper.« Erschrocken kroch der Bär zum Nest und flehte um Verzeihung. Schließlich waren die jungen Weidenlaubsänger zufrieden, und sie setzten sich alle zusammen, um zu essen und zu trinken und hatten eine schöne Zeit bis spät in die Nacht. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.